Was ist ein gutes Leben? Eine Frage, die sich jeder von uns irgendwann einmal in einem stillen Moment stellen sollte. Habe ich darauf eine Antwort gefunden, stelle aber fest, dass meine momentane Lebensgeschichte nicht diesem guten Leben entspricht, muss ich mir fragen, was läuft da falsch? Was hindert mich daran, dieses gute Leben zu führen? Und dritte Frage, was braucht's, um diese angeblich alternativlosen Irrwege wieder zu verlassen? Reicht es, alle 5 Jahre seine Stimme abzugeben? Oder braucht es mehr, um eine gültige Stimme zu sein? Mein Name ist Roland Thüring, ich bin Jahrgang 1963, bin freischaffender Schauspieler und ich bin eine gültige Stimme. Und der Herr, der hinter mir im Vernehmungszimmer sitzt, wenn es auch auf den ersten Blick nicht ganz so aussieht, freiwillig da. Er steht nämlich unter dem dringenden Verdacht, ebenfalls eine gültige Stimme zu sein. Aber hören wir, was er uns zu erzählen hat. Der Pianist Ingolf Wunder. So, danke für die Geduld, danke fürs Warten. Kein Problem. Herr Wunder, es ist mein Volksfest. Stört's, wenn ich rauche? Nein. Gut. Rauchen Sie eigentlich? Nein. Nicht. Ja. Aber dürfen man ja in Ihrer Branche auch rauchen, ist wurscht, oder? Es tun sicher viele, ja. Ich meine, ist auch gut für die Gesundheit. Was? Rauchen ist gut für die Gesundheit? Nein, Scherz. Scherz. Es gibt lauwarmes Wasser oder lauwarmen Kaffee. Lauwarmes Wasser klingt super. Klingt gut, okay, dann ein Wasser. Ja. Bitte sehr. Jetzt habe ich eine Frage an den Musiker. Wenn da jetzt für Ihnen Instrumente stehen würden, keine Musiker, stehen da nur Instrumente herum. Es steht eine E-Gitarre herum mit einem Marshall-Verstärker, ein schöner Fender-Bass mit einem Ampeg, einem riesigen, ein Schlagzeug steht da und ein Saxophon. Womit würde der Herr Wunder spielen wollen? Also spielen wollen wahrscheinlich mit keinem, aber hören wollen sehr gerne, wenn es gute Musiker spielen. Wahrscheinlich würde ich mich da vorstellen und dirigieren. Keine Lust, das Ding auszuprobieren? Naja, also ich meine, ich habe sehr hohe Standards. Das heißt, wenn ich etwas nicht auf einem hohen Standard machen kann selbst, dann habe ich nur die nötige Satisfaction, wenn ich das gut gespielt höre. Und das Wirklich wahr? Das würde ich ja selbst nicht können. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, da kommt jetzt die Neugier des Musikers, dass man sagt, okay, ich nehme das jetzt einmal, was tut das, wie Ja, klingt ich das? kenne das ja. Also Aha, ich meine, okay. ich kenne die Dinge ja. Schon Schlagzeug gespielt? Ja, nicht professionell natürlich. Aber probiert? Aber natürlich. Ja. Okay, E-Gitarre auch schon so richtig? So richtig wahrscheinlich nicht, Verzerrer so? aber Gitarre, klar. Schon. Ah, doch, okay. Also auf jeden Fall der Anspruch da, es muss Ich war ja einfach- auch Geiger, das heißt, also Saiteninstrumente okay, ist sind nicht so weit weg. okay. Ja. Schon mal so ein Saxophon einen Ton rausbekommen? Nein, also Blasinstrumente Überhaupt nicht. Kein nicht mein Thema. Ding. Nur ich höre sie sehr gerne gut gespielt. Ja, ja. Okay. Und dann muss ich noch was fragen, weil mir das so irgendwie so, das mit diesen Wettbewerben in der Musik. Da fährt man zu einem Wettbewerb und spielt Musik. Ist es der Sinn von Musik, dass man einen Wettbewerb macht? Kann man das überhaupt bewerten? Naja, das ist das Grundproblem. Also wir Menschen machen immer alles gerne in Schubladen oder mit Zahlen fest. Und natürlich Kunst oder Musik in Zahlen zu bewerten, ist ein System, das wird nicht funktionieren und funktioniert auch nicht. Aber das heißt nicht, dass alle Wettbewerbe per se schlecht sind. Also wir werden ja ausgebildet, um im Endeffekt auch in irgendeinem System zu funktionieren oder zumindest in einem System zu sein. Und da sind zum Beispiel Jugendwettbewerbe, die ich sehr viele gemacht habe als Kind, sehr gut, weil man spielt 10, 15 Minuten Musik, man kann sich super vorbereiten, man lernt neues Repertoire, weil man hatte als Kind nicht die Möglichkeit, vor Publikum zu spielen. In dem Sinn sind sie super zu lernen. Was ich nicht gut finde, sind die großen Wettbewerbe, die karriereentscheidend sind und so weiter, wo sich auch ein sehr gutes und sehr großes Business rundherum entwickelt hat. Das hilft der Kunst nicht. Gibt es zu viel Musik? Das ist eine provokante Frage, jetzt mal einen Musiker frage, aber Es ist eine schwierige Frage, weil ich meine, was ist zu viel? Da müsste man mal deklarieren, was zu viel ist. okay, also wenn ich durch die Straßen gehe, es kommt aus jedem Loch an Musik raus.
Sie gehen wo einkaufen, es spielt im Hintergrund in der Musik, ein Auto fährt vorbei, es geht bum, 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 bum. Im Lift spielt die Musik. Wenn ich im Theater spiele, ist immer Einlass, dann kommen die Leute rein und dann fragt sich der Veranstalter, habt ihr irgendeine Einlassmusik? Weil sie es nicht aushalten, dass ein Saal ist, wo nichts ist und erst der Ton beginnt, wenn ich ein Spielen anfange. Also es muss schon vorher so eine Berieselungsmusik sein. Das meine ich mit zu viel Musik. Das ist definitiv wahr, aber ich würde das nicht als Musik per se bezeichnen. Also ich würde sagen, Okay. wir sind überreizt. Also ich meine, wir haben, das ist zum Beispiel lustig, weil ich habe kein Auto, aber ich brauche es auch nicht in meinem Beruf, aber ich reise viel und vor allem zum Beispiel bei Bahnhöfen oder wenn ein Zug ankommt oder ein Zug bremst oder so weiter, ist oft so, dass ich am Bahnsteig stehe und der Zug kommt rein mit einer irrsinnigen Lautstärke, bremst und das ist eine irrsinnig hohe Frequenz und keiner außer mir und meiner Frau hält sich die Ohren zu. Okay. Da denke ich mir, weil es wahrscheinlich die Leute gewohnt sind. Oder die meisten. Ich spreche natürlich jetzt sehr verallgemeinert. Es gibt viele Personen, die nicht in das Bild passen, was ich jetzt beschreibe. Ja. Aber die meisten, und das heißt quasi für mich oft, dass die Leute einfach zu viel schon gewohnt sind und das Gehirn dann irgendwie ausschaltet. Dass es gar nicht mehr ins automatisch. Bewusstsein Ja, reinkommt, genau. dieses Geräusch. Genau. Und deswegen wird wahrscheinlich viele Musiken oder Background-Musik wird gar nicht mehr nicht wahrgenommen. registriert. Genau. Ja. Aber wenn es dann fehlt, ist dann irgendwie so, Ja, dann fühlt man sich unsicher. fühlen wir sich unsicher. Also ich nicht, aber wahrscheinlich. fühlen Sie, okay, weil es offenbar diese Musik, die über jeden Radio, überall, Ja. ist eine Struktur, die der Mensch auch braucht, vielleicht. Also ich glaube, dass der Mensch sich daran gewöhnt hat, Okay. weil man auch irgendwo keine Wahl hat. Man kann ja nicht die Augen schließen, so mit den Ohren. Also man kann ja die Ohren nicht Ja. schließen. Man ist ja quasi genötigt, dazu zu hören, weil selbst wenn man sich irgendeine Rohr Bugs reingibt, Du hörst es, ja. hört man sie Du trotzdem hörst noch. es, ja. Du hörst es, ja. Gut. Dann meine erste Frage an den Pianisten Ingolf Wunder. Ich werde das Gespräch aufnehmen, ich hoffe, das stört nicht. Ah, ist kein Problem. Kein Problem. Kann man Sonst mit sind dem Anwalt wir- besprechen. Ja, kann man dann. Ja, wir sind unter uns. Sie dürfen jetzt wirklich sagen, was Sie wollen. Ja. Was ist aus Ihrer Sicht ein gutes Leben? Ich glaube, es ist ein Leben in Balance. Weil ich finde, dass das Leben, so wie alles, wahrscheinlich sich auch irgendwo dann selbst ausbalanciert, wenn es nicht in Balance ist. Und es ist ein Leben, das uns einen gewissen Lebensstandard gibt, der gut ist, der uns gut leben lässt. Aber natürlich sind wir oft so, dass wir viel zu viel haben und viel, was wir nicht brauchen. Also das ist ein gutes Leben, das uns das bringt, aber auch ein Leben, das uns die Dinge, die über dem Lebensstandard stehen, nicht vergessen lassen oder wieder erkennen lässt. Also auf der einen Seite ein bisschen materielle Zuversicht ist etwas Gutes, bietet Sicherheit, Ich glaube, das brauchen wir auch, natürlich. bis zu einem gewissen Ein Grad. paar Dinge braucht der Mensch, weil sonst in der freien Wildbahn würden wir nicht überleben wahrscheinlich. Ja, ich meine, das sowieso, aber ich meine jetzt auch, wenn man jetzt auch, wir haben viele Dinge, die wir nicht brauchen und manche, weil man kann ja noch streiten, ob man Kunst braucht. Ich sage ja, aber es geht darum, dass man natürlich die Balance auch hier halten muss zwischen das, was man richtig braucht zum Leben und was man braucht fürs Gemüt, für die Seele oder für Genau. für den Organismus. Das eine ist das Materielle und das andere ist auf einer ganz anderen ist Ebene, was uns aber gut und als Mensch eigentlich in für unserer jeden etwas Entwicklung anderes weiterbringt. auch. Genau. Ja. Also für mich zum Beispiel, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also klassische Musik, irgendwie ist das bei mir nie angekommen. Ich war nie in einem Umfeld, ja, wo klassische Musik gehört wurde. Also mein Vater hat ein paar Jazzplatten zu Hause gehabt, so. Ja, Louis Armstrong und Ella Fitzgerald, Frank Sinatra-Fan gewesen. Ja. Die hat sich manchmal zu Hause angehört, aber klassische Musik gab es bei uns nicht. Daher hat mir total der Zugang zur klassischen Musik gefehlt. Unser Musikprofessor in der Schule hat natürlich damals klassische Musik vorgespielt. Ja. Und klar, wenn der das vorspielt, ist schon mal etwas, was man ablehnen muss, weil es der Professor vorspielt. natürlich. Das ist ganz klar. Kommt dann auf die Persönlichkeit an des Professors. Ne? Natürlich. Wenn er das geschafft hätte, dass es uns so bringt, dass es uns begeistert, das hat er nicht zusammengebracht. Ja. Es war eher sehr langweilig. Ganz schwierig. Ist auch sehr schwierig. Ja. Ja. Nein, ich meine jetzt nicht für klassische Musik, sondern Überhaupt. überhaupt. Jemanden für etwas zu begeistern. Ja. Und ich habe mich dann irgendwann begeistert für
für Hardrock irgendwann in meiner Jugend und die Purple und habe halt dann die Musik habe ich halt gehört. Da ist mir klassische Musik eigentlich wirklich, möchte ich sagen, fremd. Ich höre sie manchmal im Auto, jetzt vorher nicht mehr so viel im Auto, aber ich habe sie manchmal gehört. Und da ist mir eines aufgefallen, diese Musik geht beim Autofahren eigentlich nicht. Ja, man muss immer die Weil Lautstärke auf und runter drehen. Genau, weil du einen Stress hast. Du musst immer, jetzt hörst nicht, ui, das ist zu laut. Ja? Das Ja, stimmt. das heißt, Wobei man hört sehr viel im Auto von einem klassischen Musikwerk, das man ohne das ständige Motorgeräusch dahinter nicht hört. Weil das blockt das Ja. Gehirn so, dass man mehr den großen Bogen auch sieht. okay. Das ist ganz lustig. Aha, okay. Das heißt aber, wenn jetzt zum Beispiel... Wenn man weniger Details hört. Ja, Man hört, genau, ja, genau. Ah. Und ich habe gesehen, habe mir ein Video angeschaut, Chopin. Ja? Und was mich fasziniert hat, ist, dass da ein Punkt ist, wo ich mir denke, da spielt jetzt nicht einer Musik, sondern es spielt. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, dass da plötzlich, dass so wie wenn diese Musik einfach, dass da nur der Radioempfänger da sitzt und es kommt einfach raus. Hat man dieses Gefühl dann auch? Dass Also- es nur so durchrinnt oder ist Also man ich verliere mich in Musik. schon, ja? Ja, weil es ist es gibt mir, also die harmonischen Wendungen, die Linien, die da sind, die Komposition im Endeffekt bringt mich in eine Welt oder in ein Gefühl, dass ich dann, wo ich mich verlieren muss irgendwo. Und das ist das Ideal. Also ich meine, das Ideal für mich, dass man, weil wenn man total quasi über nichts Spezielles nachdenkt, sondern sich nur quasi verliert und aber natürlich muss man natürlich dennoch immer total mitdenken, weil sonst kommt man heraus. Ja. Aber im Endeffekt ist diese Balance, wo man dann wirklich in diesem Status ist, wo man sich quasi verloren hat, aber dennoch weitergeht und es geht irgendwie von selbst. Das ist das Ideal. Ist es Es wieder geht nicht diese immer, Balance, worüber wir gesprochen haben, was beim guten Leben geben muss? Ja, dass es glaube. sowohl das eine ist, als auch das andere, aber das einfach in einem Gleichgewicht ist. Ich glaube. Es kann, wenn ein Organismus oder ein Mensch zu viel von etwas hat, dann kommt irgendwann mal, dass dann das Gegenteil kommt. Das ist ja auch in der Welt so irgendwo. Ja. Ja. Immer wieder Kriege gegeben, immer wieder irgendwas, wo alles dann sich komplett verschoben hat. Um sich dann wieder vielleicht zu verschieben. Oder wir bewegen uns ja ständig in einem Kreis. Ja. Aber es ist nicht so eine einfache Frage. Also, Ja. man muss Gut. wirklich lang drüber nachdenken, um dann vielleicht nach 20 Jahren draufzukommen, dass man Was ganz Ganz was falsch gelegen. Ganz was Falsches gesagt und das überhaupt nicht stimmt. Aber das ist, was auch ein gutes Leben ausmacht, dass man akzeptiert, dass es immer anders ist. Dass Ja. es eigentlich immer anders sein kann. und auch offen Ja. zu bleiben, dass man weiß, dass das gute Leben für einen nicht das gute Leben für den anderen ist, sondern dass jeder was anderes braucht. Aber was sind wir jetzt momentan, und jetzt bin ich eigentlich schon bei der zweiten Frage, wenn ich jetzt fragen werde, was läuft eigentlich jetzt falsch aus Ihrer Sicht, sind wir jetzt nicht genau an dem Weg, dass das, was jeder Einzelne braucht, als Mensch braucht, die Bedürfnisse, die jeder hat, die unterschiedlich sind, dass man probiert, das immer mehr gleich und gleich zu machen? Auch nicht in Form von einer Diktatur, dass man, ihr müsst es jetzt gleich machen, sondern dass wir alle das Gefühl haben, wir machen das, was wir wollen. Ja, also natürlich, wir sprechen jetzt immer, also bei dem ganzen Gespräch will ich natürlich festhalten, dass wir sprechen über über den Durchschnitt. Also es gibt Ja. genügend Leute, die das alles also unterstreichen, was wir vielleicht denken Ja, und auch ja. nicht so leben, wie wir jetzt Ja. den Durchschnitt beschreiben. Ja. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, aus meiner Sicht, das ist auch mit der Antwort der ersten Frage verbunden, dass oft die Sensibilität und Empfindsamkeit der Menschen zurückgestuft wird durch alles, was wir, wahrscheinlich auch durch den Wohlstand oder durch diese Fülle an Informationen und Reize, die wir von allen Seiten bekommen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass die Leute dann etwas mehr brauchen, um glücklich zu sein. Wobei es eigentlich ja nicht so viel braucht. Aber dadurch, dass diese Empfindsamkeit nicht mehr da ist, geht man halt into materielle Dinge oder andere Sachen, die man eigentlich ja nicht braucht. Könnte es sein, dass wir alle miteinander viel zu viele Interessen haben mittlerweile, weil wir wissen, was es für Möglichkeiten gibt?
ist interessant. Da müsste ich länger drüber nachdenken. Ja. Aber Denkt man gemeinsam drüber nach. Wir kriegen ja irrsinnig viele Informationen. Ihr viele. Das Ja. geht von in der Früh an, du wachst auf, aus einem Radio kommt eine Information, Internet, Information, du gehst auf die Straße, steht irgendetwas. Ja. Information. Ja. Und diese Information erklärt immer, was es für Möglichkeiten gibt. Wie du dein Leben gestalten könntest, was du kaufen kannst, Stimmt. was du dir anhören kannst, was auch immer. Ja. Stimmt. Und jetzt haben wir einen begrenzten Zeitraum auf diesem Planeten. Jeder von uns. Wir wissen nicht, wann es vorbei ist, aber es ist so. Und wir wissen nicht, warum wir überhaupt da sind. Das wissen wir so, da haben wir darüber nachdenken auf anders. Ja. Aber es ist einfach ein begrenzter Zeitraum, in dem wir aber unendlich viel erleben wollen, weil wir wissen, dass es so viel zu erleben gibt. Stimmt. Ja. Und wenn wir jetzt nicht so wie Sie auf eine bestimmte Sache fokussieren, in dem Fall ist es die Musik, es ist das Klavierspiel, ja, dann ist es einfach sehr fokussiert auf etwas und es gibt ein ganz klar definiertes Ziel und das bietet auch eine Struktur. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dass ich etwas habe, sage, okay, das ist es eigentlich, das ist mein Ding, sondern es ist so beliebig, es ist austauschbar, aber ich möchte immer mehr und ich möchte alles, ist es nicht das, was uns eigentlich jetzt dorthin gebracht hat, wo wir gerade sind? Die Unzahl der Möglichkeiten, dass wir es wissen, dass es die Möglichkeiten gibt? Ja, also das ist sicher richtig, weil aber also nicht aber, sondern das ist sicher richtig. Was wir machen müssen, ist nur eben, was Sie schon gesagt haben, der Fokus. Ja. Der Fokus und die Fähigkeit, dass man sich auf etwas wirklich konzentriert. Und das kann ja jeder machen. Das ist nicht, das ist ja nicht, muss ja nicht ein Musiker sein oder Schauspieler oder irgend sowas. Das muss in der Welt, wo wir alles wissen oder wir könnten alles machen, wir haben auch die Möglichkeit, weil wir haben so ein gutes Leben, wir können alles machen, was wir nur wollen. Und da ist es umso schwieriger dann zu sagen, ich mache jetzt das. Und Aber das, richtig. ja, genau. Aber Und richtig. ehrlich. Okay. Ja. Ehrlich zu sich selbst. Ja. Und ich glaube, da liegt die Schwierigkeit drin. Wenn man dann, weil das kann alles sein. Das kann man, da fällt mir immer wieder ein Interview von Maria Callas, einer der größten Sänger und Künstlertalente, die gelebt hat. Und sie sagt, es ist egal, ob man eine Putzfrau, Straßenkehrer oder Künstler ist. Der Zugang zu dem, was ich mache, ist der gleiche. Man muss ehrlich zu dem sein, was man macht und das bestmöglichst machen. Mit voller Leidenschaft, Gewissheit und auch einfach nachdenken über was man macht. Und das ist, glaube ich... Aber jetzt müssen wir schon zugestehen, glaube ich, dass es schwieriger ist, eine Leidenschaft für Straßenkehren zu Nein, das meine ich entwickeln, jetzt nicht. als für Musik machen. Oder? Nein, ich meine, dass man, das muss ja auch, die Leidenschaft muss ja nicht nur im Job sein, die kann ja auch in einer Passion sein, die man daneben hat oder in Wissbegierigkeit oder das kann überall hingehen. Oder es kann auch einfach nur hingehen und sagen, ich mache meinen Job so gut wie nur möglich. Ja. Weil es ist egal, was man macht im Endeffekt. Klar, wenn man dann im Fernsehen sieht, was andere vielleicht an materiellen Dingen haben und dann, man will das dann auch, aber man will nichts dafür tun, dann ist es natürlich, dann sind wir wieder in dem problematischen Teufelskreis. Ja. Jetzt würde mich interessieren, wenn Sie jetzt so Klavier spielen, wie Sie das kennen, also Sie kennen das super, keine Frage. Ja. Sie spielen und dann würde aber die Bewertung von außen eine andere sein. Ja. Sie würden es genauso spielen, nur halt bei Ihnen eine Bewertung so, na, das ist eigentlich nicht so super, der hat den Wettbewerb nicht gewonnen, der ist nur Letzter oder scheidet aus, was auch immer. Hätten Sie dann irgendwann mal aufgehört, wenn der Erfolg nicht kommen würde? Geht es wirklich nur ums Klavierspielen oder geht es auch um die Anerkennung, die man dann bekommt für das, was man tut? Wieder einmal, ich glaube, es kommt die Balance an. Okay. Und es kommt auch darauf an, wie weit man gewillt ist, sich zuerst mal in sich zu kehren, sich selbst kritisch zu betrachten und auch so viel zu lernen oder lernen zu wollen, dass man weiß, was gut ist. Also ich meine, das ist natürlich immer so eine Frage, weil im Endeffekt, man kann immer alles auf Geschmack schieben, in allem. Man kann dann einfach nur sagen, ja, es ist nicht richtig oder falsch, es ist einfach nur, ich finde es halt so, du findest es so. Und
Und wenn man sich, natürlich braucht man überall Glück. Das heißt, wenn alles von Anfang an negativ gelaufen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht Pianist geworden. Das ist ganz klar. Aber das ist es ja nicht. Im Endeffekt, das Leben ist zwar nicht fair oft, aber im Endeffekt bekommt man schon irgendwie, was man braucht. Nicht immer, was man will, aber im Endeffekt ist es irgendwie vorbestimmt. Ist es so? Ich finde. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich meine, ich denke oft drüber nach und ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang keine richtige Antwort geben können, sozusagen definitiv so ist es. Aber viele Dinge weisen darauf hin, dass es womöglich so ist. Weil viele Menschen sagen oft, ja, wenn ich zurückgehen könnte und dann würde ich andere Entscheidungen treffen. Ich sage nein, mit absolut nicht, weil du würdest die gleichen Entscheidungen dann nochmal treffen, wenn du der gleiche Mensch bist, zur gleichen Zeit, gleiche Umgebung. Ja. Also im Endeffekt muss es ja irgendwo einen Grund gegeben haben, sein. dass du damals diese Entscheidung getroffen hast, was auch immer der Grund war. Ja, vielleicht ist es alles Zufall, kann sein, oder nicht. Oder nicht. Letztendlich ist es dann egal, oder? Ob es Zufall ist oder nicht. Wie wir es benennen, ist egal. Im Endeffekt ist es egal. Ist egal, ja. Sie haben, glaube ich, einmal gesagt, bei einem Wettbewerb ist es so, dass man so, vielleicht interpretiere ich das jetzt auch falsch, dass man so spielt, dass da sitzen dann die Kampfrichter sozusagen, die Juroren heißt es, ja, eine gewisse Anzahl. Wie viele sitzen da? 6, 10? Kommt ganz drauf an, 12, machen wir 20. 12. Okay, ja. Und wichtig ist, dass man jetzt so spielt, dass nicht die Hälfte sagt, na, das hat mir nicht gefallen, das war irgendwie so. Und die andere Hälfte sagt, wow, das war überhaupt das Beste. Sondern es ist am besten, wenn man so spielt, dass bei allen sagen, ja, das war recht okay. Weil dann hat man in der Gesamtwertung eine hohe Punktezahl. Das habe ich sicher einmal gesagt, aber sicher nicht in dem Kontext, dass das besser ist, wenn man so spielt, dass jeder mag. Okay, ja. Sondern eher nicht besser für die Kunst, natürlich. Für die Kunst, ja. Also wie schon gesagt, das mit den Wettbewerben ist ganz ein heikles Thema, weil auf der einen Seite sind sie gut, vor allem für Jugendliche, die, wie gesagt, man muss an sich arbeiten, man muss auch Gründe haben, warum man an sich arbeitet. Aber die großen Wettbewerbe, und da kommt ja genau das rein, was wir jetzt besprechen, geht es natürlich um das Geschäft irgendwo auch. Und da gibt es halt viele Interessen und viele Geschmäcker, ganz einfach. Okay. Und je mehr man in der Mitte ist, desto oft kriegt man dann mehr Stimmen. Aber das ist ja auch nicht immer wahr. Weil es kommt immer darauf an, wer da sitzt. Ja. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, ich wollte jetzt gar nicht das bewerten, den Wettbewerb, sondern einfach, dass es vielleicht so was ganz ein klassisches Denken ist. Es ist besser heutzutage nicht aufzufallen, weder besonders positiv noch besonders negativ, sondern irgendwo so mittendrin und so irgendwo zu sein, weil da ist man im sicheren Hafen sozusagen. Stimmt. Ja, es ist... mir begegnet das leider sehr, sehr oft. Jetzt, wo man denkt, verdammt nochmal, warum trifft dieser Mensch jetzt eine Entscheidung und sagt das auch, ja, oder riskiert etwas, weil es sein könnte, dass er dann auffällt und er vorher nicht weiß, ob er angenehm auffallen wird oder unangenehm. Und es ist besser, lieber mal nicht aufzufallen, weil dann behalte ich meinen Job zumindest. Ja, das ist quasi Angst, worüber wir Angst. sprechen. Ja? Ja, Angst, aus dem System geworfen zu werden. Ja. Oder was ist, weil man Genau, Angst, aus dieser Struktur herauszufallen, weil man sich ja in Abhängigkeiten begeben hat, indem man in diese Struktur einsteigt. Ja, weil das ist meistens die Struktur, in der du lebst, ist die dich ernährt. Deine Familie aber oft ernährt. hat man halt keine Wahl wahrscheinlich. Also ich bin nicht der richtige Mensch, um das zu beantworten, weil mein Leben war komplett anders. Genau. Also mein Leben war von Anfang an komplett anders. Ich hatte auch keine Wahl. Also für mich selbst. Das war irgendwie, so hat es sein müssen. Also ich wollte es auch. Also mich kann man da nicht fragen. Waren die Eltern da so dahinter? Nein, eben überhaupt nicht. Also ich hatte, und ich bin irrsinnig dankbar dafür, bis 14 eine ganz normale Kindheit. Oder was wir als ganz normale Kinder, wir sind am Land aufgewachsen. Ich habe Geige vielleicht 10 Minuten am Tag geübt, wenn überhaupt. Also zu sagen, ich war Geiger, was ich jetzt auch gemacht habe früher, ist zu viel gesagt. Ich habe einfach nur Geige als Hobby gespielt. Und Musik war nur Hobby. Und dann mit 14 habe ich dann einen Lehrer aus Linz kennengelernt, Horst Matthäus, der meinen Eltern gesagt hat, ich müsste Klavier spielen, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich schon ein bisschen Klavier spielen. Und dann habe ich gesagt, okay, warum versuchen wir es nicht? Und war inskribiert und habe angefangen, sofort 5-6 Stunden am Tag zu üben.
Okay. Und nach einem Jahr habe ich quasi mein erstes Konzert gespielt. Und das, also es ging dann so, ich hatte irgendwie für mich gar keine Wahl, weil ich damit zu meinen Eltern gesagt habe, mit 15, ich will Pianist werden. Natürlich ist das Glück. Und die Eltern haben gesagt, das ist super. Ja, meine Eltern haben natürlich ein irrsinniges, wahrscheinlich innerliches Problem auch gehabt, weil ich meine, die sind beide Lehrer. Okay. Ich war nicht schlecht in der Schule, also habe überhaupt kein Problem damit gehabt. Und jetzt, also aus dem Buben hätte auch was werden können, eigentlich. Genau, also nicht. Da hätte wirklich was werden absolut, können. Ja. Leider nicht. Nicht aufgegangen. Okay, ich verstehe. Gut, damit sind wir schon bei der dritten Frage an den Pianisten Ingolf Wunder. Was braucht es momentan aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, wir müssen, also zunächst einmal will ich auch ganz klar festhalten, dass wir in Zeiten leben, wo wir irrsinnig viele Chancen haben. Also vor allem meine Generation, wir sind aufgewachsen in einer, vor allem in Österreich, westlich, alles super Lebensstandard. Wir können alles machen, was wir wollen. Wir können uns auf alles fokussieren, was wir nur wollen. Wir haben keine irgendwelche Limitierungen wegen irgendeinem System, das nicht passt oder Krieg oder irgend sowas. Und deshalb haben wir wirklich viele Chancen. Das darf man nie, bei aller Kritik, darf man nie vergessen. Und ich glaube, wie ich schon teilweise erwähnt habe, ist die Schwierigkeit liegt darin, ich glaube, den Weg durch diesen Dschungel von Informationen und Möglichkeiten zu finden. Und dazu braucht es, glaube ich, dass wir die Empfindsamkeit, die ich schon angesprochen habe, wiederfinden oder teilweise wiederfinden, dass wir uns zum Beispiel in meinem Bereich, ich kann über Kunst und Musik mehr sprechen, natürlich wieder darin oder dahin finden, dass wir uns eine gewisse Harmoniewendung wirklich zu uns lassen, dass uns die Gefühle gibt, jetzt wirkliche, ehrliche Gefühle und dass wir nicht einfach alles das Gleiche, ja. Und das ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden, weil wir ja beschossen werden von Informationen und das dann auszufiltern und das Gehirn nicht abschalten zu lassen. Ich glaube, das braucht's, dass wir einfach den Sinn für kleine Dinge wiederfinden. Das erinnert mich oft, wenn ich auf meinen Reisen zu Ländern, die nicht den Lebensstandard haben, den wir haben, oder manche Länder sind sogar schlichtweg einfach arm. Und man spielt dann ein Konzert für die, dann spürt man, wie die alles, was Kunst, Musik, Wissen betrifft, in sich aufsaugen wie Schwämme. Und die sind wirklich, die macht das glücklich und die bekommen Energie dadurch. Und dann spielt man oft in westlichen Ländern für ein Publikum, meistens zu altes Publikum, Durchschnittspublikum, und man spürt eben das komplette Gegenteil. Also abgeschottet. Jeder glaubt, dass er sowieso alles weiß, weil man kann ja alles sofort haben. Okay. Und ich glaube, das braucht es ein bisschen. Wir können von diesen Gesellschaften lernen, die nicht so viel haben. Ich kenne das, oder ich erfahre das ähnlich. Ich spiele in Wien, in einer Großstadt, und ich spiele draußen am Land. Es war immer so, dass Wien für mich meine Welt war. Also in Wien zu spielen war für mich 6-mal in der Woche ausverkaufte Häuser, Vollgas, die Karten sind verkauft und die Menschen haben sich geprügelt um die Karten. Und am Land hat es auch funktioniert. Ja. Jetzt merke ich, dass es, glaube ich, auch das verändert, was ich mache auf der Bühne, aber dass es so ist, dass jetzt die wacheren Leute in der Provinz zuschauen. Und ich das Gefühl habe in der Stadt, in Wien, dass die Menschen, die kommen nicht alle, aber doch manchmal erstmal sehr müde sind schon, wenn sie kommen, also die Stadt sie müde macht. Und so dieses, ich setze jetzt dahin und jetzt unterhalten sie mich. So ein bisschen, ich konsumiere das. Ja. Das ist nicht jetzt so wie armes Land und reiches Land, aber es ist trotzdem, dass ob man die große Struktur der Stadt die Menschen anders fordert und ihre innere Welt auch anders gestaltet als am Land. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und pathetisch, aber ich fühle, wenn ich irgendwo in einem kleinen Kaff auf die Bühne gehe, im ersten Moment Dankbarkeit, dass da überhaupt wer da ist und mit einer spricht. Aber es ist einfach so, es ist ein Ereignis. Ja. Da sind wir wieder beim Überangebot in der Stadt. Es hat sicher damit zu tun. Es sind immer die gleichen Muster. Ja. Also die gleichen Muster.
in allen Bereichen oder wenn ich mit Leuten in anderen Sparten spreche, die Muster sind alle die gleichen. Ja. Ist einfach eine Form von Überfluss Ja, eigentlich. Überflussgesellschaft. Ja. Dass man es auch nicht mehr wertschätzt. Ich weiß noch, um jetzt wieder auf die Musik zurückzukommen, ich habe da eine kleine Plattensammlung gehabt und dann eine CD-Sammlung später, wie die ersten CDs gekommen sind. Wie alt sind Sie? Muss ich kurz überlegen, 30. 30, okay, dann die Schallplatte Übergang CD nicht miterlebt, mit CD aufgewachsen. Ne? Ja, wir sagen ja bald, was ist der CD? Ja? Ja, genau. Ja, okay. Also bei uns war es so, es gab Schallplatten, die habe ich mir ausgepackt und habe sie dann selber auf Musikkassetten aufgenommen von Freunden, habe mir meine Musik zusammengestellt, sozusagen auf Kassetten. Ich glaube, so eine kleine Plastikbox gehabt, da waren 20 Musikkassetten drinnen, ja, die ich mir selber zusammengestellt habe. Das war meine Musik. Ja. Und ich habe genau gewusst, welche Nummer auf welcher ist. Und also, weil selbst aufgenommen, selbst beschriftet. Das waren nicht viele Nummern, weil das jeweils, glaube ich, eine Dreiviertelstunde ist raufgegangen auf einer anderen Seite. Das ist nicht viel Musik. Ja. Mittlerweile haben wir natürlich auch einen iPod, glaube ich, iPod zu Hause. Da sind, glaube ich, weiß nicht, 5800 Nummern, aber ich höre sie mir nicht mehr an. Ja. Es ist einfach, es geht darum, jetzt wie viele Nummern habe ich auf meinem Player und nicht, was höre ich mir an. Und meine Tochter, die ist jetzt 14, die hat auch eigentlich ihr Kastel da und die hört auch Musik, aber nur mehr online, weil das kann sie irgendwo streamen oder so. Ja. Spotify und so. Was auch immer, ja. Aber die hört sich keine Nummer zu Ende an. Die hört rein, okay, zack, und schon die nächste. Nicht mehr interessant. Nicht mehr interessant. Nicht mehr interessant, ja. Und ich lebe das aber nicht vor. Ja. Aber es ist einfach nicht mehr interessant. Also ich erkläre mir das durch die Fülle an Informationen und Überreize, die wir einfach, dass wir den Fokus nicht mehr lange halten können. Viele. Und werden die Leute im Konzertsaal wirklich immer älter? Das ist natürlich jetzt, gibt es wieder viele Faktoren, Ticketpreise, Abos etc., wie die Stadt sich verhält. Ja. Aber generell, man muss sagen, in den reicheren Ländern ist das Publikum älter als in den ärmeren Ländern. Und zwar um ein Vielfaches. Aha, interessant. Wie kommt es zu dem Zusammenhang? Wahrscheinlich... Vielleicht kann ich es in 10 Jahren beantworten. Ich weiß nicht genau. Ich kann es mir nur im Moment erklären mit dem, dass einfach in den ärmeren Ländern nicht so viele Dinge gibt und die Leute brauchen das. Auch die Jungen. Ja. Und meine Generation ja auch, wir haben ja alles. Ich bin aufgewachsen, obwohl meine Eltern nicht reich waren und nicht reich sind, aber alles. Und wenn man jetzt so viel auch in ärmeren Ländern unterwegs ist, schauen Sie die Länder dann auch wirklich an? Gehen Sie zu Fuß durch die Stadt? Gibt es die Möglichkeit? Ja, also wenn ich, vor allem wenn wir weiter weggehen, dann gehen wir meistens zumindest 4-5 Tage vorher. Es ist nicht viel Zeit, ich hätte liebend gern mehr Zeit, aber manchmal hat man natürlich überhaupt keine Zeit und dann fliegt man für 3 Tage nach Südamerika. Inklusive Flug, ist auch schon passiert. Also, aber das sollte man nicht machen und das ist auch nicht wirklich schön. Ja. Aber wann immer ich Zeit habe, vor allem auch in Städten, also wann immer ich Zeit habe, gehe ich einen Tag später, also einen Tag früher nach London und fliege einen Tag später, um Museen zu sehen, um Ausstellungen anzusehen zu können und so weiter. Einfach um es nicht ganz so schnell zu machen. Es ist noch immer viel zu schnell. Ja. Aber dieses weg. Und wenn man jetzt diese ärmeren Länder besucht und die Menschen dort sieht und beobachtet, wie sie sich verhalten, dann hat man natürlich die Möglichkeit zu erkennen, dass es außerhalb unserer super heilen Welt, wo ja alles da ist, wo man sich in Sicherheit wieder machen kann, eine andere Welt auch gibt. Absolut. Haben Sie das Gefühl, dass schon langsam diese Welt da draußen irgendwann mal auch zu uns überschwappt, schon langsam? Werden wir diese Illusion, in der wir leben, noch lange halten können? Oder ist es gar nicht mehr möglich? Das ist wieder eine sehr große Frage, die nicht so ganz einfach zu beantworten ist, wenn überhaupt. Also, dass es irgendwann einmal, wenn man durch die Geschichte schaut, dass es irgendwann einmal zu einer Tabula Rasa oder zu einem Reset kommen muss, das ist ja irgendwo klar. Ja. Wann der passiert, ist unklar. Also ob das in 100 Jahren passiert oder in 20 Jahren oder noch früher oder noch später. Was genau passieren wird, das wissen wir jetzt nicht. Wahrscheinlich wird etwas ganz anderes passieren, als wir uns jetzt vorstellen würden.
Ja. aber die Muster werden die gleichen bleiben. Das heißt, dass irgendwann aus meiner Sicht zum Beispiel Kunst und Musik wieder viel wichtiger werden wird, als es jetzt ist, das passiert mit Sicherheit. Nur wann es passiert, ist die Frage. Ja. Wann das die Leute wieder brauchen. Für die Seele Ja. sozusagen. Ja. Okay. Gut, und damit kommen wir eigentlich zur letzten Frage an den Pianisten Ingolf Wunder. Wie wird man zu einer gültigen Stimme? Ich glaube, man muss oder man sollte selbstkritisch seine Gedanken, seine Aktionen und sich selbst hinterfragen. Mhm. Wenn man das macht und ein bisschen Glück hat, dann hat man vielleicht irgendwann mal das Selbstvertrauen, um seine eigene Meinung bilden zu können. Und dann sollte man diese eigene Meinung auch mit Leidenschaft vertreten. Okay. Aber immer gegeben, dass man ehrlich ist zu sich selbst und sich auch fragt, warum man gewisse Dinge denkt und ob man nicht vielleicht auch falsch sein könnte. Oder ob das, was man denkt, wirklich das ist, was ich denke, oder etwas ist, was andere wollen, Natürlich dass kann man ich sich jetzt gerade dann denke. sehr schnell auch verlieren und man muss vorsichtig sein, dass man, weil irgendwann findet man dann keine Antwort und dann was? Dann bringt man sich um? Oder, also ich nicht, ich bin viel zu positiv, aber da muss man natürlich vorsichtig sein. Okay. Aber im Endeffekt hinterfragen und dann Demut ist ganz wichtig. Demut vielleicht sogar vor der Größe des Lebens. Also vor all diesen Dingen, die wir nicht verstehen. Und was ich aus meinem Leben bis jetzt, das ist ja noch nicht so lange, gelernt habe, ist das, was mich wirklich glücklich gemacht hat, ist die geistige Entwicklung. Weil man braucht nicht sehr viel, um glücklich zu sein, jetzt in puncto materielle Dinge. Ja. Natürlich muss hier und da, um die Balance zu halten, auch etwas befriedigt sein, dass man sagt, ja, ich weiß, es ist nutzlos, aber ich will es halt einfach haben jetzt. Ja. Ja, warum? Aber im Endeffekt die Balance zu halten, dass man sagt, man braucht das eigentlich nicht, die geistige Entwicklung, aber dennoch, dass man sagt, ich wollte jetzt dahin, ich habe das gelernt, ich habe das gemacht, das ist, was mich wirklich glücklich macht und was mich auch hoffentlich immer glücklich machen wird. Und hat der Herr Wunder einen Plan B, falls es mit Klavier einmal nicht mehr ist? Aus irgendeinem Grund, aus welchem Grund auch immer? Was wäre der Plan B? Das ist ganz schwierig. Also es gibt keinen Plan B. Echt nicht? Aus meiner Sicht nein. Ah? Also ich habe auch gar keine, also man lebt sein Leben. Also das Leben ist eine Reise. Und es ist eigentlich egal, ob man Klavier spielt oder irgendwas anderes macht. Es wird immer irgendwie gehen. Okay. Und man sollte sich daran halten, was man wirklich fühlt und was man will. Ja, was man könnte, man kann dann trotzdem Klavier wo spielen und halt sagen, zahlt mir ein bisschen was, wenn ich bei euch spiele zum Beispiel. Das geht ja, geht ja Es auch, gibt oder? viele Varianten. Ja, also mit Klavierspielen kann man ja Leute unterhalten. Also ich glaube, dass man mit Klavierspielen mehr erreichen könnte, wenn es ein Klavier gibt, ja, als das, was ich mache. Weil ich spreche auf der Bühne nur und sprechen können viele. Das ist Ja, aber wie man vielleicht, spricht. Ja, aber bitte auf der Bühne spreche. Also ich habe mir irgendwann einmal, darum habe ich das auch gefragt, wegen dem Plan B, ich habe mir irgendwann einmal gedacht, in einem stillen Moment, das sind die Momente, wo man wirklich über sich selbst nachdenkt. Das sind meistens Orte, wo Ruhe herrscht, ob das jetzt der Wald ist oder man sitzt an einem See. Und dann denke ich mir, wie kann ich nur sicher sein, dass die Menschen immer 25 € bezahlen werden, um den Herrn Thüringer reden zu hören? Das kann doch sein, dass es irgendwann mit niemandem mehr interessiert oder einfach, dass die Leute das Geld für was anderes, Sinnvolles für sie ausgeben müssen. Was mache ich dann eigentlich? Ja, und darum habe ich gefragt, Plan B, man okay, was kann ich eigentlich sonst noch? Ja. Ja. Also ich hoffe, dass ich mein ganzes Leben lang für Kunst und Musik arbeiten kann. Darin will ich investieren und daran will ich arbeiten. Und das mache ich auch jeden Tag. Und was passiert, das kann man nicht wissen. Kann man nicht wissen. Das ist auch gar nicht so wichtig. Ja, vielleicht bin ich einfach Pessimist und übervorsichtig und habe viel zu viel Angst, dass irgendwas sein könnte, was mein Leben komplett auf den Kopf stellt und ich mit meiner Strategie, die ich bis jetzt gehabt habe, eigentlich auf verlorenem Posten stehe. Ja, aber es kann immer passieren. Kann immer passieren, aber ja. Leute sind, man ist immer ängstlich
wenn es um Veränderungen geht. Ja. Und ich glaube, das ist auch Offenheit, dass man sagt, es ist, was auch immer passiert, es gibt immer einen Weg. Was ist, wenn morgen der dritte Weltkrieg ausbricht? Die Frage ist, ob der nicht schon längst ausgebrochen ist. Nur halt wir noch kein Kriegsschauplatz sind. Naja, Zumindest Wirtschaftskrieg auf jeden Fall. wieder einmal, also es wird sich viel verändern, aber es wird so kommen, wie wir es jetzt nicht denken, dass es kommen wird. Aber die Muster werden die gleichen bleiben. Und wie könnte man unsere Muster verändern? Jeder nur für sich selbst. Ich glaube, mit Ehrlichkeit zu sich selbst. Und man muss zuerst einmal anfangen, darüber nachzudenken, was man denkt und warum man viele Dinge macht. Okay. Aus meiner Sicht. Ja. Aber vielleicht bin ich auch falsch. Ja, das ist immer alles nur eine Möglichkeit. Das sage ich einmal. Es kann sein, es kann aber auch ganz, ganz anders sein. Ja. Es kann sein, dass die Erde vor 14 Milliarden Jahren durch den Urknall entstanden ist. Es kann aber auch sein, dass Gott gesagt hat, es werde Licht. Es ist beides richtig, es ist beides falsch. Genau, und das ist dann Geschmack, was man will. Genau, was dir besser passt, so ist es halt. Wunderbar, herzlichen Dank. Jetzt habe ich nur eine Bitte, seien Sie so lieb. Schreiben Sie mir da auf diesen Zettel irgendeinen Namen auf, nicht irgendeinen Namen, sondern jemanden, irgendein Name ist vor allem falsch gewesen. Schreiben Sie mir bitte auf, jemanden, wo Sie wissen, diese Person würde hierher passen und hätte auch etwas zu sagen. Okay? Ich danke fürs Kommen. Freut mich. Danke, mich auch. Wiedersehen. Ja.